Katrin, liebe Sabine, für die gemeinsame Vorbereitung. Vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme. Schön, bekannte Gesichter und unbekannte Gesichter zu sehen. Ich freue mich auf den kurzen Impuls zum Thema Future Skills in der Lehre. Wir haben 3 Modelle mitgebracht und ich habe überlegt, wie wir den Einstieg starten. Ich gucke nochmal schnell Richtung Sabine. Präsentation, alles super, wunderbar. Man kann ja quasi defizitorientiert reingehen oder in die Zukunft blicken mit einem guten Gefühl. Und ich würde Sie euch gern mal ganz kurz auf ein Mini-Gedankenexperiment einlassen. Versetzt euch mal in eine Zeit, in der ihr quasi ganz freudestrahlend an Zukunft gedacht habt, als ihr das Gefühl hattet, ihr habt quasi eine Idee, ihr habt alles, was ihr braucht in euch, ihr sie natürlich immer, ihr seid auf einem wunderbaren Weg und ihr habt die Zukunft noch vor euch und ihr könnt diese gestalten. Wenn wir es schaffen würden, quasi mit unseren Studierenden in so eine Art Haltung zu kommen und mit unseren Lehrveranstaltungen die quasi zu bestärken, Zukunft zu gestalten, dann finde ich, werden wir einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Häufig, und deswegen habe ich Ihnen und euch dieses Modell auch mitgebracht, haben wir aber mehr so die Orientierung aus der aktuellen Situation heraus. Da haben wir ganz oft dieses VUCA, also die Welt, die aktuell im Wandel ist. Und VUCA ist aus dem Managementbereich und man kann es aber auch als Gegenwartsdiagnose ansetzen. Gut Da sichtbar, wolltest du, entschuldige bitte, wolltest ja, du schon die zweite Folie jetzt ja, genau. zeigen? Dann müsstest du das nochmal tun. Wir sehen nämlich nur die erste Folie gerade. Wir haben ein bisschen technische Probleme heute. Unsere Welt ist im Wandel. VUCA, 4 Begriffe, die quasi herumschwirren. Volatilität, also Beschleunigung, Vielfachkrise. Wie können wir die Welt managen? Unsicherheit. Wie verändert KI unser Leben? Ist gerade in der aktuellen Diskussion sehr, sehr intensiv in den Gesprächen. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch? Wird er noch näher an uns heranrücken? Wie wirkt sich die Klimakrise auf unser Leben aus? Aber und das ist oft in den Gesprächen auch mit Studierenden Thema, können wir überhaupt noch irgendwas daran tun und bewirken? Ambiguität, Bewertung von Handlungsoptionen wird immer schwieriger. Was können wir überhaupt tun? Dann so ein Aktivismus im Gegensatz, vielleicht auch Fragezeichen, gleichbedeutend mit irgendwie, wir müssen doch jetzt was unternehmen. Zielkonflikte, die sich auftun und eine Schwierigkeit bei der Interpretation von Daten und Nachrichten, die auf uns einstürmen. Und schließlich Komplexität. Es gibt diesen Framework, der erstmal unterscheidet, was ist wirklich komplex, was ist chaotisch. Aber wir haben da so Begriffe wie, es gibt Kipppunkte im Klimasystem, alles hängt mit allem zusammen. Und wenn wir jetzt nochmal an dieses Gedankenexperiment vom Eingang quasi zurückgehen, wenn wir uns so eine Art von Folie angucken, finde ich, ist unsere Stimmung eine ganz andere. Und wir haben einen ganz anderen Eindruck, wie und ob wir Zukunft gestalten können. Deswegen beide Versuche. Was haben nun wir für Modelle, um quasi mit unseren Studierenden, aber möglicherweise auch uns selbst weiterzuentwickeln? Und das erste Modell, was wir mitgebracht haben, ist vom Stifterverband. Die haben das 2019 aufgelegt und 21 nochmal ergänzt. Ist relativ übersichtlich und wird vor allen Dingen in den Unternehmen benutzt, weil es quasi gefühlt sehr einfach ist. Oben die technologischen Kompetenzen, die quasi für Spezialisten sind, die mit Technologie arbeiten. Darunter die digitalen Schlüsselkompetenzen quasi für jede Frau, jede Mann, jede Person, klassische Kompetenzen und die transformativen Kompetenzen. Unter den transformativen Kompetenzen hat da eine Arbeitsgruppe alles das erarbeitet, was es braucht, um Zukunft zu gestalten, um kritisch zu überlegen, um mit Wissen umzugehen. Also damit kann man sich beschäftigen, wenn man stärker in der Unternehmenswelt aktiv sein will. Das zweite Modell, was wir mitgebracht haben, oder das zweite Konzept, stammt von Ehlers, der 2017 bis 2019 die damals vorhandenen Studien zusammengetragen hat und daraus quasi die Future Skills Profiles entwickelt hat. Hier in den unterschiedlichen Farben gut zu sehen ist, es gibt quasi einen Pfad, der für das Subjekt, also für uns persönlich quasi geeignet ist, um sich weiterzuentwickeln. Es gibt einen Pfad, den grünen, der dafür geeignet ist, quasi sich in Bezug zu
Objekten weiterzuentwickeln. Und es gibt einen Pfad, den man quasi organisationsmäßig gehen kann und soll, wo es um Kommunikations- und Kooperationskompetenzen geht. Was ein Vorteil bei ELAS ist aus meiner Sicht, ist, dass die Arbeitsgruppe da die einzelnen Kompetenzen auch mal definiert hat. Ich habe jetzt mal hier Ambiguitätskompetenz mitgebracht mit der Fähigkeit, mit Vieldeutigkeit, Heterogenität und Unsicherheit nicht nur umzugehen, sondern sie zu erkennen und zu verstehen und in unterschiedlichen Rollen agieren zu können. Es wird dann immer noch eine Bedeutung erklärt, sodass man als Lehrperson auch die Chance hat, für sich quasi eine Definition zu haben und sich dann quasi verschiedene Kompetenzen beschreibend in seine eigene Lehre integrieren zu können. Das finde ich bei dem ELAS ganz gut. Und vor allen Dingen ist da inzwischen auch eine sehr, sehr umfassende Website entstanden mit Arbeitsmaterialien, wie man damit weitermachen kann. Und schließlich das dritte Modell, was ich oder das dritte Konzept, was wir mitgebracht haben, kommt aus der Entwicklung der Sustainable Development. Wir kennen ja alle inzwischen diese 17 Ziele, die zu erreichen sind von der Weltgemeinschaft. Und darunter haben sich die Inner Development Goals angesiedelt, die eher so auf die Entwicklung Sein, Denken, Beziehung, Zusammenarbeit, Handeln abzielen, sehr, sehr pragmatisch beschrieben sind und daher nochmal einen anderen Zugang an dieses Thema geben. Die kommen eher aus dem skandinavischen Raum, sind also auf Englisch verfügbar und in die Richtung kann man auch nochmal überlegen. Was heißt das jetzt quasi in der Lehre? Aus unserer Sicht ist als erstes, finde ich, immer wichtig zu reflektieren für sich selbst, aber natürlich auch mit den Studierenden, wo stehen sie in der einzelnen Kompetenzentwicklung und sich dann zu überlegen, wie kann man was entwickeln. Und für die Personen, die sich mit Lehre beschäftigen, hier kommen Formate wieder, die wir schon kennen und auch die Future Skills Diskussion ist ja keine neue, sondern eine Fortentwicklung der Schlüsselkompetenzdiskussion, 21st Century Kompetenzen, jetzt Future Skills, alles, was wir tun, wo wir Studierende allein oder miteinander ins Lernen bringen, stärkt natürlich die Kompetenzentwicklung. Und ich habe ein Modell mitgebracht, was aus meiner Sicht noch relativ neu ist. Das transformative Lernen wird stark in dem Nachhaltigkeitsdiskurs vorangetrieben. Es geht dabei darum, den Studierenden die Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Und es startet immer bei so einer Desorientierung oder starken Irritation. Also, ne, wenn man sich quasi die Nachhaltigkeitsthematik anguckt, dann geht es ja immer erstmal darum zu verstehen, wo liegt eigentlich wirklich das Problem und daraus dann Lernen und Handeln heraus entwickeln, aber auch einen Sinn quasi zu schaffen. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein in der Diskussion mit allen Altersstufen. Wo liegt der Sinn? Warum bin ich jetzt diejenige, die oder derjenige, der sich damit befassen soll? Das scheint mir ein interessantes Konzept zu sein, sich damit weiter auseinanderzusetzen. Ähm, und ich freue mich auf die Gespräche, was wir da schon tun, beziehungsweise wo man da ansetzen kann. Wir in der Arbeitsgruppe Transformatives Lernen und Nachhaltigkeit der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik sind da dran, mit Lehrpersonen da an Beispiele zu entwickeln und zu reflektieren und vor allen Dingen in den Diskurs zu bringen. Ich habe noch hier ein paar Literaturquellen für Sie und jetzt freuen wir uns auf die Vernetzung und vor allem auf das gemeinsame Besprechen